Servus und hallo, heute in diesem Video schauen wir uns einmal zusammen an, was wir bei Lohnrider bestellt haben. Die Soft-Panniers drin, hier sind unsere Zusatztaschen. Ich nehme an, dass in dieser Kiste genau das gleiche drin ist wie hier, deswegen fangen wir einfach einmal an. Bestellt haben wir die 38 Liter Motorbags. Ja. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das Innenleben vom Case. Hier haben wir zusätzliche Tasche. Die Motorbags sind von sich aus wasserdicht, aber das ist halt ein zusätzlicher Schutz, damit eure Unterwäsche nicht nass wird. Hier haben wir einen Haufen Schrauben, wahrscheinlich die ganzen Befestigungen, ein paar Sticker, genau, und hier die Tasche. Schaut ganz edel aus, auf den ersten Blick. Wir müssen halt noch alles irgendwie anpassen. Hinten hat es eine Metallplatte für die Stabilität. Finde ich relativ gut. Ja, schaut gut aus soweit. Müssen wir natürlich jetzt alles einmal auspacken, den ganzen Kram. Tragegurt. Okay, das ist ziemlich cool. Wir liefern sogar einen Schlüssel mit, der ist besser wie 80% von den 10ern, die ich in meiner Werkzeugkiste habe. Noch ein paar Goodies. Genau, und zusätzliche Teile für die Befestigung. Das Schloss, sehr cool, sehr wichtig. Ja, alles dabei, was man braucht, ziemlich cool. Dann können wir das mal auf die Seite legen. Dann bestellt haben wir noch die Zusatztaschen. Einfach nur, um noch ein bisschen mehr Verstaumöglichkeit zu haben. Auch die schauen ziemlich edel aus. Sehr nice. Gurte. Auch innen schaut super nice aus. Weiß nicht, ob ihr viel sehen könnt da. Und dann schauen wir uns noch den Topcase an. Alles sehr, sehr edel aus. Ziemlich gut verpackt. Ja, und die ist massiv. So. Das wäre dann der Topcase. Ich entdecke das mit euch, also schauen wir, ob wir die schon aufkriegen. Ja, ist nicht gelockt. Sehr fein. Riecht neu. Hier auch noch ein paar Goodies. Ja, schaut sehr edel aus mit der Dichtung. Auch die ist wasserdicht. Aber man hat halt zusätzlich noch einmal ein Innenleben, um das Ganze doppelt abzusichern, beziehungsweise
geht es auch schneller, wenn man alles einfach rein und rauszieht. Ja, ziemlich cool. Hat auch doppelte Funktion, wieder am Warndreieck. Sehr gut durchdacht. Nochmal so ein Innenleben, das auch gepolstert ist. Ja, schaut sehr, sehr edel aus. Aber ja, schaut alles sehr gut aus. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt an, wenn wir das am Motorrad montieren. Wir sehen uns dann am Motorrad, wie das Ganze ausschaut, wenn es angebaut ist. Als allererstes würde ich einmal darauf eingehen, warum wir die Soft Panniers gewählt haben. Und das ist einfach nur, weil es statistisch gesehen bei Stürzen, also leichte Stürze oder Umfaller, kriegen diese Taschen halt weniger ab. Ja. Da sie ein bisschen nachgeben und so, gibt es ein bisschen weniger Stress auf die Gesamtstruktur. Ich glaube auch, dass ich des Öfteren umfallen werde oder halt einen kleinen Sturz haben werde. Und da macht es dann für uns schon total Sinn, dass wir genau diese Taschen montieren. Also von Lone Rider selbst gibt es die 38 und 35 Liter Taschen. Und wir haben halt jetzt hier zweimal die 38 Liter, weil ich davon ausgehe, dass wir diesen Platz brauchen werden. Was uns auch wichtig war für die Reise, war, dass die Softbags verschließbar sind. Zum Absperren der Taschen liefert Lone Rider 2 Schlösser mit, was uns auch relativ wichtig war für die Reise. Ein weiteres Feature, was uns sehr gut gefällt, ist, dass die Lone Rider Softbags sowohl vorne, hinten als unter den Taschen mit Molly-Befestigungen haben. Die Molly-Befestigungen habe ich jetzt keine Ahnung, ob man das genauso ausspricht, auf jeden Fall, ich benutze das jetzt mal so. Die Molly-Halterungen sind gedacht, dass man noch zusätzliche Taschen dran befestigen kann. Die zusätzlichen Taschen haben wir jetzt hinten am Motorrad befestigt, ganz einfach nur, weil wir vorne den Fußraum brauchen für meine Frau. Die Taschen sind meiner Meinung nach relativ gut verarbeitet und man hat sogar noch eine Zusatztasche innen drin, wenn man ganz sicher gehen will, dass sein Zeug nicht nass wird. Die Taschen sind von sich aus wasserdicht, werden aber mit einem zweiten Innenleben ausgestattet. Dann schauen wir uns noch gemeinsam das Topcase von Lone Rider an. Es ist meiner Meinung nach das vielseitigste Topcase, das gerade am Markt ist. Was mir besonders gut gefällt bei dem Topcase ist, dass es innen auch noch gepolstert ist. Und wir wollten unbedingt ein Topcase, wo wir noch weitere Taschen dran befestigen können, um mehr Stauraum einfach zur Verfügung zu haben. Des Weiteren war uns wichtig, dass wir eben genau hier beim Topcase keine Softbags benutzen, sondern wirklich ein verschließbares System haben, wo wir unsere ganzen Elektronikgeräte drin verstauen können, die wir brauchen, um euch auf der Reise mitzunehmen. Die Rückenpolsterung des Topcase ist übrigens super. Das Topcase, was wir gewählt haben, ist die 57 Liter Variante, einfach nur, weil mehr Stauraum für uns besser ist. Auch beim Topcase hat man wieder mehrere Einstellmöglichkeiten. Man kann das Topcase ein bisschen weiter vor oder nach hinten schieben, je nach Bedarf. Bevor wir jetzt mit der großen Reise in Südamerika starten, testen wir jetzt noch 2 Wochen das gesamte Material auf dem französischen Trans-Euro-Trail. Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Lone Rider Gear, schreib sie in die Kommentare und ich versuche sie schnellstmöglich zu beantworten. Und vergesst nicht, euch zu abonnieren.